Heute zeichne ich Schritt für Schritt ein Whiskyfass. Du erfährst, wie ich das aufbaue, wie ich die Grundkonstruktion sozusagen anlege und dann Schritt für Schritt Licht, Schatten und die einzelnen Details einzeichne, sodass eine komplette Szene entsteht. Ich wünsche dir viel Freude mit dem Video hier bei Schmidts Zeichenwelt. Also ich beginne mit 2 Ellipsen und konstruiere dann daraus die Grundform des Fasses. Verbinde oben, um diese bauchige Form zu zeigen, und zeichne hinten noch einmal die runde Form nach. Also hier ist ja hinten der Boden. So, das ist erstmal grundsätzlich ganz wichtig zur Konstruktion, dass man diesen Fasskörper hier versteht erstmal. Ja. Also wie der sozusagen aufgebaut ist. So, jetzt müssen natürlich noch hier im nächsten Schritt die weiteren Ellipsen rein. Ja, hier zeichne ich jetzt, wo der Deckel reinkommt. Und wir deuten gleichzeitig hier die Stärke der Bretter an, der Daumen. So, im nächsten Schritt zeichne ich jetzt die Daumen, hier die Fassbretter ein. Ja, sie folgen der Richtung hier des Fasses und sind natürlich leicht geschwungen. So. Schritt für Schritt und nach unten werden die natürlich etwas kleiner. So siehst du, dass wir jetzt schon dieses Rumgehen zeigen. Ja. Im nächsten Schritt zeichne ich jetzt die Metallreifen ein. Sie müssen auch genau dieser Rundung folgen letztendlich. So, jetzt haben wir die Grundform. Wir haben hier den Deckel schon sichtbar gemacht. Wir haben die einzelnen Daumen. Wir haben die Metallringe rumgezeichnet. Und der nächste Schritt ist jetzt, dass ich den Deckel hier einzeichne und hier oben diesen kleinen Holzverschluss, der sich Spund nennt. So, und hier zeichne ich jetzt diesen Holzspund ein, diesen Verschluss. Das ist auch ein Zylinder, eine Zylinderform. Ja. So, du siehst, das Fass wird jetzt immer Schritt für Schritt realistischer. Wie geht es weiter jetzt? Jetzt werde ich die Holzstruktur von den Eichenbrettern, das ist ja ein Eichenfass, Schritt für Schritt andeuten und langsam Licht und Schatten festlegen. Ja? So, du siehst bei dem Deckel jetzt hier, den ich fein ausgearbeitet habe, dass ich hier auch dunkel und hell festgelegt habe.
Ja, hier oben kommt ja weniger Licht dran, deswegen mache ich das hier ein bisschen dunkler. So, jetzt zeichne ich hier die einzelnen Bretter ein, wie sie rumgehen um das Fass. Sie müssen ja auch einer gewissen Gesetzmäßigkeit folgen. So, jetzt noch hier bei den Metallringen. Wie die Metallringe befestigt werden. So, das verstärke ich später alles noch. Jetzt geht es erstmal um die Lage. Ja, dass die Bretter auch zusammenhalten. Wenn du Rechtshänder bist wie ich, ist es natürlich immer wichtig, erst von links zu beginnen, einzelne Schatten- und Holzstrukturen zu setzen, damit man nicht zu viel auf der gesamten Zeichnung verwischt. Jetzt lege ich Licht und Schatten noch einmal fest. Ja, die Lichtquelle ist bei mir von oben links, so dass ich jetzt diese Seite hier schattiere und auch den Schlagschatten hier schon andeute. Und wenn du auch realistisch zeichnen lernen möchtest, dann sei jetzt mit dabei auf meiner Akademie Schmidts Zeichenwelt. Dort begleite ich dich Schritt für Schritt und zeige dir, wie du realistische Motive leicht und sicher zeichnest. Den Link zur Akademie findest du direkt unter diesem Video. So, du siehst, das Fass ist jetzt fast fertig. Jetzt werde ich für den Kontrast nochmal hier diesen Schlagschatten einzeichnen. Dazu nehme ich einen sehr dunklen Stift, in dem Fall hier einen 6B. Und wenn ich fertig bin, schaue ich mal, ob das so ausreicht.
Jetzt zeichne ich noch einige Bretter ein, wo das Fass letztendlich drauf liegt. Und dadurch kann man nochmal diesen 3D-Effekt wesentlich verstärken. So, die Konstruktion steht. Wir haben die Unterlage für ein Fass und das werde ich jetzt Schritt für Schritt hier realistischer ausarbeiten, sodass wir wirklich, ich lege hier Strukturen fest bei den Brettern, trenne noch einmal Licht von Licht und Schatten und damit dann die Illusion perfekt wird. Los geht's! So, du siehst, das Konstrukt steht jetzt. Ich habe diese Bretter gezeichnet, werde jetzt auch noch mal etwas mehr Licht und Schatten trennen, also die Bretter noch ein wenig lebendiger machen. So, das Fass ist jetzt fertig. Du siehst, ich habe die einzelnen Dielen und Bretter noch richtig lebendig gezeichnet. Alles Schritt für Schritt aufeinander abgestimmt, sodass wir auch eine schöne Tiefe mit der Zeichnung haben. Ich hoffe, ich konnte dich einmal mehr für das Zeichnen begeistern. Und wenn du etwas zurückgeben möchtest, abonniere gern meinen Kanal, lass mir ein Like da und schreib auch gern in die Kommentare, welches Motiv dich noch interessiert. Und wenn du richtig tief einsteigen willst ins realistische Zeichnen, dann sei mit dabei auf meiner Akademie Schmitz Zeichenwelt. Alle Informationen findest du direkt unter dem Video. Ich freue mich, wenn wir uns zum nächsten Video hier auf Schmitz Zeichenwelt wiedersehen. Vielen Dank.